Hallo und herzlich willkommen zurück zu erinnert Production. Hier ist Robi und wir spielen weiter mit Genshin Impact. Das ist Part 238. Und hauen wir erst die Ausrufezeichen weg. Sehr schön. Was haben wir? Die muss ich machen, darf ich nicht vergessen. Die muss ich machen. Probelauf haben wir. Das ist wieder Karten spielen. Das haben wir schon geholt. Das müssen wir auch machen. Das ist auch nicht mehr lang. Das habe ich schon, soweit ich konnte. Ja, dann konzentrieren wir uns heute auf das hier. Und diesmal darf ich nicht vergessen, jetzt habe ich jetzt mal vergessen, danach die Dinger zu machen. Dass ich alle Urgesteine auf jeden Fall sammle. So. Und sonst haben wir noch was. Errungenschaft vergessen. Ah ja, ich habe vor 2 Tagen die Dinger gemacht, die Krieg-Quest, die Archon-Quest. Die war auch geil. Hat mir sehr, sehr gefallen. Und kurz noch eine Ankündigung, könnt ihr leider nicht sehen. Hauen wir die kurz weg, ist wahrscheinlich wieder irgendwas Unwichtiges. Also, ich glaube, wie ist das Updates? So, da haben wir alles, Ah, und hätte ich jetzt was vergessen? Das musste ich jetzt reinschauen. In Liyue ist es. Hier, glaube ich, war's. Muss ich schauen. Ich habe einen TikTok gesehen. Und da hat der einfach irgendwo reingeschossen und dann poppt da eine Kiste raus. Ich will nur wissen, ob die wirklich so random einfach auftaucht. Das wäre so lustig. Spawnt einfach, wie es Bock hat. War das irgendwo hier? Auf der Karte sah das hier aus. Ob es wahr ist, aber irgendwas... Ich glaube, hier war das. Ah, das war... Die Haufen muss ich wahrscheinlich wegmachen. Jetzt. Ich habe gesehen, ja, okay. Ich habe hier einen Typen gesehen, der hat Feuer gemacht. Aber ich habe im Video nicht gesehen, was er gemacht hat. Okay, man muss die Haufen wegklatschen. Also ich sagte, in Liyue, die Kisten sind so random manchmal, wo du was bekommst. Da kannst du aus allem eine Kiste bekommen. So, sehr schön. So kann man den Tag doch anfangen. Ich fand's so lustig, ich habe so einen TikTok gesehen, ich so, hä? Es ist einfach nur so rausgekommen, aber das waren die Laubhaufen. Die habe ich gar nicht gesehen. Weil die jetzt mit Ember weggefackelt alles. In dem Video. Aber ganz lustig. So. Jetzt kommt das Wichtigste. Unser Free Urgestein. Ja, da. Ich muss von hier drauf, ja. Wir machen die hier. Auf jeden Fall. CC. So. Haben wir jetzt eigentlich schon genug für ein Level Up? Shield Abuser. Statue anbeten. Ne, 5 fehlen. Schade. Making the Blaze Gem inscription. Since Nechka's birthday is around the corner, let's go to the tribe and buy some things, and then pay the family a visit. Hört sich gut an. Nice Artefakte. Xilonen, good thing you're here.
I'm wondering if I can... Die Penscher. Oh, the shelf on the left, second row down, first X on the right. That one's yours. And the garden hoe belongs to Ignal, and the hammer is Pakal's, so make sure you take the one that's yours. Die ist gechillt. I haven't even said why I'm here. But looks like you're about to head out for a break. Yes, but I am going to take it right here. The temperature is just perfect today. Ich mag Xilonen. Die ist so cool. Gechillt. Einfach cool. Aussehen finde ich mega. Really? But doesn't it feel a lot hotter than usual? I really don't want to stay out in this heat. Exactly. In hot weather like this, customers don't tend to stick around and talk when they're coming to place orders or pick up the goods. I see. Oh, here comes another customer. I'll just leave you to it then, and pick up my axe. Avelix. Sure, sounds good to me. Voll, voll verpennt sieht sie aus. Hey, Xilonen! Oh, traveler, Paimon! We meet again. Oh, you two seem to be in good spirits. Aber jetzt will ich auch wissen, dass sie ihr eigenes Leben für unseren Namen geben soll. Haben die in der Archon-Quest gesagt. Das hat mir nicht gefallen. How's your Pilgrim's Chronicle been? Run into any issues? Nein, alles bestens. Oh, good. It was also my first time receiving a Pilgrim's Chronicle, even though I've already turned it over to you. There are still a lot of things that could go wrong, so I wasn't sure if there'd be any issues. Huh? So, what are the chances that something might still go wrong? Well, less than the chances of Mualani accidentally falling off a spiritway, I'd say. Also unmöglich? Oh, well, that definitely would never happen. I found the Xilonen. Thanks a lot. By the way, Nitchka's birthday's coming up real soon. Are you planning to visit her? I've prepared a gift, and was just getting ready to take it to her. You're not planning on giving the kid a full set of pliers again, are you? Or, let me guess, woodworking tools? Sowas würdest du als Geburtstagsgeschenk überreichen? Yeah, that's right. Flowers will wither and toys will break, and snacks are quickly forgotten once they're eaten. But a set of durable work tools will always stay with you and get you through many sticky situations. Sie denkt pragmatisch. Well, still, I won't be giving Nichka any tools this year. She wrote me a letter saying that she'd like a copy of To Kill the Brave. The book is not what you call a bestseller, but luckily, I have a few copies in my collection. They were really old editions that were published a long time ago, but they should still be readable. Children her age love fairy tales. The last time I was at Tasoli's, I even brought Nechka. Wait. What did I bring her again? It must have been her favorite thing, but, why can't I remember it anymore? Hört sich nicht gut an. Oh, it is quite hot today. Seems you're about to pass out from the heat. Do you even remember your own name? My memory can't be this bad. It's just these last few days. I've been forgetting things for some odd reason. Well, in that case, why don't you use the blaze gem inscription you have as a memo to engrave some important things to remember? After all, that inscription will never wear out, and it's easy to carry. I'd say that's quite a fitting use for it. You do have a point, but my inscription is almost already full. Ist dein Name so lang? No. I engraved some wishes on my blaze gem inscription. You know, just some dreams that I have for the future and things I'd like to accomplish one day. Even though Tasoli has said that from an aesthetic point of view, it would be best for people to keep their inscription short, this blaze gem inscription was still made by a name engraver, the forger of ancient names themselves. Nice. Everyone thinks that the inscription she made might have some wondrous powers. Wenn es Xilonen macht, dann auf jeden Fall. So,
Many people who bought Blaze Gem inscriptions engraved their wishes and dreams on them, in hopes that they would come true. Sounds kinda like a wish granter. But if you do that, won't everyone be able to see your wishes and dreams? Genau das habe ich mir auch gefragt. Don't worry. We usually ask Tasoli to add the inscriptions for us. She has a unique method of engraving. With her method, the light must be at a certain angle in order to see the text. Ach stimmt, die Mutter hat sie gemacht, ne? Und wer war nochmal Tasoli? Nicht Xilonen macht diese Inschriften. Oder? Without the right angle of lighting, the Blaze Gem inscription will just look like a pretty stone. Doch, das war die von außerhalb. Aber ich habe schon vergessen, dass die vorherigen... Was mit dem kleinen Mädchen und hat außerhalb gewohnt mit der Mutter. Ich glaube, die hatten auch Panther-Schwanz und Ohren. Oder Leopard. Oder was Xilonen ist. That's true. In the end, a Blaze Gem inscription is essentially just a piece of rock. It doesn't have the power to grant people's wishes. Making wishes to it is like shouting into an echoing valley. The only one who will answer is yourself. Also sowas wie Selbsthypnose. Musst du es dir oft genug einreden und wenn du es immer wieder liest, dann machst du es auch irgendwann. Dann wirst du es auch. But using it as a journal for your wishes is also fine. Carrying them with you and taking a look from time to time can be a good source of encouragement. Well, as long as you don't suddenly change your mind and want to take your wishes back, that is. These things are extremely durable. It would take a lot of effort to change the words. And I don't think anyone would willingly part with it either. They're not cheap and very hard to get. If you ever lost it, you'd just be filled with regret. Still, it's really strange. Given Auntie's skill, how could it take so long for her to make one? Oh, well, I hope someone didn't give her an idea of making fewer and selling for more. Klingt wie etwas, das Chevin sich ausdenken würde. It's true. Chevin would totally have put that in her ear. Still, I don't think it's such a bad thing for Tasoli to make some money by selling these. At least she and little Nechka are better off now, and won't have to worry about the cost of treating her illness anymore. I was really worried about their family at first, and was even planning to send them some... Irgendwas stimmt nicht. Huh? What was I planning to send to Nechka again? This memory of mine. All right, if you stay out in the heat for any longer, I'm afraid even the inscription won't be able to save your memory. You should, go back. Yeah, get some rest. Right. Right. Please give my regards to Tlasoli and Nechka. Irgendwas stimmt da nicht. What's going on? Maybe I should go talk to Ernly to get some medicine. So you'll be going to Nechka's birthday party too, Xilonen? Oh, perfect! Then let's go together! Oh, yeah, sure, but I didn't expect you to know Tlasoli too. She hasn't been coming to the tribe much lately, so how did you get a chance to talk with her? Oh, so that's how you met her. She even wants to use volcanic crystal as a forging material. Guess she's really pulling out all the stops for her daughter. Außerdem wollen wir Nektar ein Geschenk machen. Then let's just go and ask. Come on, I want to give her the book anyway. Huh? Wait a second. Aren't birthday gifts supposed to be a surprise? If we ask Nechka, then she'll know what gift we'll be getting her. And that would ruin the surprise. But if you don't ask her, then how will you know what kind of present she would like? Eins vom Herzen. Here's another idea. Perhaps you can also give her a storybook based on what she wrote in her letter. That might be a good option. Das ist einfach. Ich habe davon jede Menge in meiner Tasche. But shouldn't we give it a little more thought? If we all give her books, it might seem like we didn't put much effort into it. Xilonen, have you really never asked her what she would like the most? There must be something else she'd like besides books. Unfortunately, no.
Nechka's illness has kept flaring up over the past few years. Apparently, she couldn't do anything during that time other than rest in bed. She didn't even have the strength to talk to anyone. It wasn't until recently that she started to recover from her illness and regained strength to write letters to others. Anyway, there's no need to overthink it. Worst case scenario, I can split the book into 2 volumes and we can each give her one. Es ist besser, wenn wir Nectar fragen. Yeah, even though it would ruin the surprise, we could at least get her something that would make her happy. Anyway, could you tell us a bit more about the book that you're getting her? Is it really that unpopular? Well, it's a little difficult to explain. You see, there are actually 2 versions of To Kill the Brave. The premise of the book is pretty straightforward. It's basically about a set of twin brothers working to defeat a demon lord. But after defeating the demon lord, the older brother, Tequil, discovers that the king's spirit has possessed his younger brother, Remok. In the ending of the original story, the older brother kills his younger brother to defeat the demon lord, before jumping into a volcano. Etwas veraltete Kopie von Tequil der Tapfere. Die Geschichte stammt aus einer längst vergangenen tristen Zeit, als die Gebirge ihre schroffen Reißzähne jetzt zeigten, hungrig nach den Seelen, den einfältigen, der menschlichen und nichtmenschlichen gleichermaß. Die Menschen wussten, dass die Götter der Berge ihnen nicht wohlgesinnt waren und Abstand zu halten mussten, doch die Stürme der Wildnis zwangen sie, Schutz in den Höhlen zu suchen, um die endlosen Nächte zu überstehen. Aber wie die Berge forderten auch die Höhlen ihre Preis von den Wanderern. Unzählige Stämme irrten getrieben durch die Einöde und trauten um ihr Liebsten. Alter, das ist zu viel! Könnt ihr selber lesen, wenn ihr die Quest macht. Das ist ja krank. Was ist das? Da lese ich bestimmt eine halbe Stunde. I remember there was one line that was super popular at the time. If I still remember right, after being possessed by the goddess Coatlicue, Remok said, "I do not wish to see your blood be reduced to ash, but I have seen the light of your heart and spirit. Remember my name, brother. As long as you remember me, I will never have left." Und was ist nun mit der anderen Version der The Geschichte? other version was released only recently. The author heard a suggestion from someone and suddenly decided to try and make a stake in the fairy tale market, so the story was revised. In the revised version, the brothers killed the demon lord together and both survived. According to the author, this gave the story a happy ever after kind of ending. However, the revised version was not well received. After a month on the market, it had hardly sold any copies and the books were collecting dust on the store shelves. The store owners desperately tried to get rid of the book and have resorted to all sorts of promotions and discounts to sell it. Even now, the only edition of To Kill the Brave you can find in the market is the newer one, whereas the older edition is nearly impossible to find. Anyway, I couldn't bring myself to give such a poorly rated book to Nechka, so I spent a few days looking and managed to find a few copies of the old edition in a warehouse. Nicht schlecht. I picked out a copy that looked relatively new and wrapped it up as a present for Nechka. If you're interested, I can give you this extra copy to read. The pages are pretty old though, so please be gentle with it. Oh, and here's a copy of the newer edition too. They gave me a free copy when I went to buy some chocolatl. So that's how they're trying to sell off the book. Could it really be that bad? Even Paimon's curious now. Noch 2 mehr für die Sammlung. Let's get going. Celestoli lives pretty far from the tribe, so it'll take us some time to get there. Melodiöser Gesang. Gebete und Wünsche an irgendwas. Ich konnte so schnell nicht lesen. Die war doch irgendwo an der Klippe am Rand irgendwie. Ich komme.
Ja, genau. Das war der Ort. Go on now, Yengu. Nachka is still resting. Hey, Tlasoli, we're here! Hello. Oh, what a surprise. And even Xilonen is here too. Wir sind gekommen, um Nectar zu besuchen. Oh, it's been a while since I've seen you, Auntie. Aber sie hat keinen Schwanz, habe ich gerade gemerkt. Sie hat nur die Ohren. I received Nechka's letter. She wanted a copy of To Kill the Brave, right? Well, I've brought the book for her. There are several editions of the book in Natlan, and I wasn't sure which version she'd prefer. I asked a messenger from the Scions of the Canopy. It seems this softcover edition is one of the most popular options, so I brought it for Nechka. You haven't changed a bit, Xilonen. Let's go inside. I was just boiling some chocolatl, so you can all try some. Xilonen used to love drinking chocolatl. When she was little, she would always have several cups every time she came to visit me. You were already a big girl by the time I finally had my Nachka. Alright, for now let's... Ich weiß nicht, ich habe so ein schlechtes Gefühl. Oh, Ich wusste es. Irgendwas stimmt nicht. Erst die... Wie hieß sie nochmal? Avil? Mit sie? Oh, Auntie, let's go inside. Irgendwas stimmt nicht. Traveler, please help me get her into the house. Sicher, gern. Oh, Paimon will help too! Be good, Yengu, and don't get in the way. All right, let's get indoors. Watch your step, Auntie. Irgendwas stimmt da nicht. sorry. Nachka's illness has been flaring up recently, so I was up for a few nights. I suddenly started to feel dizzy in the sun. I hope I didn't scare you. Have a seat. I'll fetch you a few cups of chocolatl. Please wait a moment. Oh, I've already brought them over. This cup's for you, Auntie. And these are for you, too. Chocolatl? What does it taste like? Paimon's heard that it can be pretty bitter. Traveler, could you give it a try first? Oh, don't worry. Auntie always adds a lot of sugar. It won't be bitter. The last time you came to visit, you were still just a kid. But now you're a pillar of the Children of Echoes. No, of all Natlan even. Sie ist eine Maschine. Oh, well, it's all thanks to the drinks I had here and the books I happened to read. Dann seid ihr also schon lange befreundet? I heard that you two are from the same tribe, but Paimon had no idea you were so close. When I was little, my parents were always talking about how skilled Auntie was at forging ancient names and how she was a good role model for the rest of us. So, dann hat sie auch antike Namen hergestellt? Und antike Namen kosten Lebensenergie, so habe ich es verstanden. Oder war es nur diese seltene, die wegen mir bekommt? Weil da wir von außerhalb sind. Das kostet nochmal extra. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was The da moment I stand. became idle at home, they would toss me into Auntie's workshop to watch and learn. Then I would have your parents go back, boil you a pot of chocolatl, and let you play in the house. Yeah, and then I would drink and listen to you banging away with your tools in the workshop. But eventually, she moved out of the tribe to find some more space, and I didn't have the chance to visit again after that. But why did you seem so familiar with the place when you went to the kitchen for the drinks just now? Because the layout of this place is identical to her old house. Das ist ja geil. Let me see. Yeah, that should be Nichka's bedroom then.
That's right. I remember you used to hunker down in the room to read and draw. But you're all grown up now. Even if you wanted to live here, I'm afraid you've already outgrown Nechka's bed. Ihr beide wirkt, als wärt ihr eine Familie. That's how Nechka sees Xilonen too. Whenever she's feeling better, she always asks me when her pen pal sister will be coming to visit. Well, yeah, I'm here now, and even brought a gift as an apology. I'll leave the book here. You said Nechka asked you for the book? I hope it wasn't too much trouble to get. Really, I'm surprised that she even asked you for a present. When she's at home, she'd even ask me for permission to eat some snacks. Maybe I've been too strict with her. She's obviously starting to like her big sister more than her own mother. Oh, really? Well, I'd say I really haven't done enough to deserve the title of Big Sister. Yeah, I wasn't able to help her when she was sick, and I didn't even come and visit her that many times. Well, the only thing I have been able to do is to help her find some books. Don't be too hard on yourself, Xilonen. You have great responsibilities as the name engraver of the tribe. We both know you are far too busy to take care of her. The responsibilities on your shoulders also became far heavier when I gave up on my work. Ach so. Dann musste Xilonen für alle machen. Noch mehr. You just had more important things to tend to, Auntie. No one in the tribe blames you. We all know that Nechka needs her mother's care. But that doesn't change the fact that I gave up on my work. And even now, I still have not found the courage to pick up my hammer again. I'm sorry to leave you to shoulder all the responsibilities alone, Xilonen. Oh. Whoa, why so somber all of a sudden? Vielleicht, Don't be so sad, everyone. Hasn't Nechka gotten better lately? vielleicht sind es doch so Augenringe da unten. Ich dachte, sie hätte Schminke, aber vielleicht soll es auch symbolisieren, dass sie krank... Aber es sieht eher aus wie die Schminke da. Weil die so... Wie heißt es? Lidschatten? Eisschatten? Ach, keine Ahnung. Oh, relax, Auntie. I can handle the work. But once Nechka is back on her feet, you should get back to work and let me have a vacation. You'll be the one who's busy then, and I'll be sitting at the side drinking chocolatl and cheering you on. If that day really comes, you can have as much chocolatl as you like. Wie konnte Nexha dann so krank werden? If you asked me before, I wouldn't have even been able to talk about it. But now that she's gradually recovering, I've also gained some courage to face what happened back then. Nechka's illness actually originates from the abyss. Ah, schon wieder der Abgrund. That night, I was in the tribe, having a discussion over the forging of new ancient names. Before we could finish our discussion, the alarm started to ring outside. A horde of monsters from the abyss suddenly attacked the tribe, so everyone banded together to fight them off. I joined the fray as well, and it wasn't until the monsters were repelled that I got back home with some guards from the tribe. But Nechka was gone. Ach nö. I can't remember how long I spent searching for her. Maybe for 2 or 3 days. In the end, we found Nechka at the bottom of a short cliff. She was holding a dried up embercore flower in her hand, and there were traces of abyssal corruption around her wounds. I know. It was all my fault. Before the incident, Nechka had asked if I could forge an ancient name for her. Work was busy at the time, so I told her that if she could find an embercore flower, I would use it as material to forge her an ancient name. Oh, Nechka, my daughter. My Nechka. I was holding her in my arms, but no matter how many times I called her name, she wouldn't open her eyes and look at me. I was the one who decided to move my workshop to the outskirts of our tribe for work, and I was the one who left her home alone. Oh, my daughter. My Nechka. Why do you have to suffer like this? Die Arme. Whoa, hey! It's okay, right? Nechka's getting better. Aber können wir den nicht... Ah, nee, ist wahrscheinlich wieder
zu lange her. Wenn es frisch ist, kann sie doch die Abgrundenergie da absaugen. Unsere Travelerin aber so. Wenn es schon zu lange her ist. Hat ja bei der Mulani. War das die Tante oder eine Dorftante? Kriegerin, wo es nicht geklappt hat. She already has the strength to write letters now, doesn't she? Well, Xilonen has even brought her a gift. Bitte trink erstmal einen Schluck Wasser. Sorry. I just can't control myself whenever I remember that time. Phew. All right. It's not every day that we get guests. I really shouldn't be crying like this. I asked someone to buy some ingredients for me. So, why don't you stay for dinner tonight? I'll make some shrimp bisque, grilled fish and mint sauce, and tower tacos. Das hört sich geil an. We'll help. That sounds like a lot to make, and we don't want you to tire yourself out. Ich würde gern mal meine Kochkünste zeigen. Thank you both, but don't worry. It's just a few dishes. I'll be fine. You three just need to make sure everything gets eaten up. I can't eat a lot at this age. Oh, we haven't had anything to eat yet, so don't worry. We'll make sure there are no leftovers. Ich verspreche, die Teller werden blitzblank sein. Ah, it just occurred to me that Xilonen likes to eat cheesy crab hot pot. Why don't I make that instead of the grilled fish and mint sauce? I remember you don't like picking out fish bones. Nah, both are fine with me. I've learned to just chew up the fish bones now. Oh, come on now. If you don't want to pick out the bones, I can just take them out for you. Anyway, for dessert, would you like a cup of grain fruit or chocolate? Cup of grain fruit. Schokolade. How about a cup of green fruit mixed with chocolate? Okay, got it. I'll go start cooking, but could you do me a favor in the meantime? Natürlich. I ordered a bunch of ingredients, and they should be here any minute now. Would you go check by the door and see if they were already here? If so, please bring them in. Come on, Xilonen. Stop lying around. You shouldn't nap before dinner. It'll ruin your appetite. Hey, I'm not a kid anymore, you know. You don't have to worry about my appetite. That's beside the point. If you don't watch out for your health while you're still young, then when you get older, you'll... All right. I'm getting up. We'll go check on the ingredients with Xilonen. It isn't far, so it shouldn't take us long. That kid. Da ist nix. Ich hätte wenigstens auf eine Kiste gehofft oder irgendwas. Naja. That kid. She's just like Nechka. Ich weiß nicht, ich finde die Quest gerade irgendwie ein bisschen komisch. Weil wir Netschka auch nicht sehen und so. Ich hab irgendwie so ein schlechtes Gefühl. Ich hoffe, es ist nichts. Ich sehe nur Gemüse. Keine Ahnung, wieso ich so ein schlechtes Gefühl habe. Aber in Nattland sterben zu viele. Das hat mir ganze Angst gemacht. Alle Quests hier in Nattland versuchen uns nur zu zerstören. No one's come to deliver the ingredients yet. Paimon thought we'd see someone come flying down on a Yunkasaur as soon as we came out. A messenger from the Scions of the Canopy wouldn't be flying here. They usually come climbing down the cliffs nearby. No need to look. There isn't anyone on the cliffs. Sollen wir dann weitergehen? I just saw a ghost. Hey, you there. Sorry, but does Tlisoli live around here? Yep. Oh, are you the one who's supposed to deliver the ingredients?
Ich sehe keine Zutaten. Ingredients? Are you kidding? I was nearly eating myself. Never mind that now. Those monsters are still hot on my heels. Please, you've got to help me. Xilonen, where'd she go? Sie ist schon voll in Action. Whoa, she's already gone up to fight the monsters? Let's go help her out. Machen wir Attacke. Ey, das sind Babys. Muss ich jetzt auch kleine Babys vernichten? Bring it! Bring it! Komm her, my boys. Da. Wait for the Vornehmer. move it. Letting crave names Gib ihm. go. Geht doch. All right, that should be it for the monsters. Yeah, was easier than I thought. Oh, it also seems we're in good luck. The goods weren't damaged either. Strange. We didn't see any monsters on the way here. Du musst wirklich Pech gehabt haben. Yeah, right. I use this road to deliver goods all the time, and I've never been attacked like this before. It's the main road in and out of the tribe, so people often come here to clear out any monsters. This area is usually very safe. I don't know what happened, but it seems like all the monsters around here have gone berserk. Even the docile Tepetlosaurs are in a frenzy. Alter, hier passieren immer komischere Sachen. Tlisoli doesn't even forge ancient names anymore, so why can't she just move back to the tribe? If she comes back, Nachka will even be able to find some playmates. She's so young and hasn't even... Nachka's playmates. No, wait, I feel like my kids have played with her before. They've even told me about Nachka's favorite game. If I remember right, it was... Ey, war das nicht irgendwie... Wenn man Namen erlöschen, dann vergisst man sie? War das nicht irgendwie sowas? Und alle vergessen Netschke langsam? Ist ihr Name erloschen? Hatte sie einen antiken Namen und der ist auch erloschen? Das wäre hart. Strange. I always remembered it before. How could I forget all of a sudden? Oder wenn wir ihr einen antiken Namen schmieden, wird sie vielleicht wieder gesund und alle erinnern sich an sie. Das wäre auch cool. Look at that. He has a blaze gem inscription too. Also am Glück kann es nicht liegen. You should go back to the tribe. It seems like you had quite the scare today. We'll take the ingredients back for you. Irgendwas stimmt hier ganz und gar nicht. I'll carry these bags, and you two can carry the rest. Kein Problem. If you say so. Thank you so much. I guess today's just a really bad day for me to go outside. Yep, irgendwas stimmt nicht. That's so weird. Why is everyone we run into today having trouble remembering stuff? Und alle tragen diese Glutkristallinschriften bei sich. I'm not sure how to say it, but she's got a strange feeling about this. Like it's all somehow related. Once you live long enough, you'll eventually start experiencing strange days like this. Let's bring the ingredients back. Otherwise, we won't have anything to eat tonight. Nee, irgendwas stimmt ganz und gar nicht. Hier muss irgendwo ein kleiner sein. Schade, ich dachte, es bringt irgendwas. Schade. Oh. Nee, ist auch nichts.
Irgendwie. Nee, lass mich raus. Ich sehe keinen kleinen Ding da. Hey, Evil looks. Shoot on sight. Leave it all to me. Time to clean up. Into the shadows. mega komisch irgendwie. Ich sehe keinen von den kleinen Dingern, die hier rumhüpfen. Der hat doch in die Richtung gezeigt. Unser Kumpel. Skyward! Scatter! Hm. Der zeigt Richtung Haus eigentlich. Und ihr gerade Skyward! Scatter! in die Richtung. Ich check's nicht. Vielleicht da Feuer reinmachen? Are you going to hold a fest? Ist aber nur eine Fackel. Skyward! Sehr komisch. Aber hier wird auch keiner wahrscheinlich sein. Ich brauch so ein kleines Blub-Ding. Komm schon. Blubbidi blub. Wo blubberst du dich vor dich hin? Skyward! Scatter! Komisch. Naja. Vielleicht, nee, im Haus habe ich auch keinen gesehen. Sehr, sehr komisch. Ah, you're finally back. What took you so long? I was starting to worry. Oh, yeah, we ran into some small problems, but everything's fine now. All right. As long as everything's okay now. You all have a seat. I'll get the food ready. It won't take long. Irgendwas ist komisch. Whoa, there's so much tasty food! You're amazing, Tlasoli! Sieht aber auch geil aus. They were all pretty simple dishes to make. Don't be shy. Dig in, everyone. Womit möchtest du anfangen, Paimon? Paimon will help herself. Paimon will have some of this, and this. Oh, and this! Einfach alles. Ooh, yeah. Can I get another serving, please? Oha. You're done already? Do you even chew when you're eating? Of course. Didn't I say that I chew up the fish bones? I'll have just one more fish and leave the rest for Nechka. It's okay. Just go ahead and eat all you'd like. Nechka can't eat these dishes anyway. Her body is too weak to digest these kinds of things. I'll just make some broth for her. Oh no. But Paimon thought she'd already recovered from her illness. Ich sag, irgendwas stimmt nicht. Injuries caused by the abyss cannot be undone. The doctor said the fact that she's stable is already quite a miracle. But it's okay. Nechka can talk to me now and can even hold my hand. That's more than I could ask for. Even if she will never again know that I am her mother. Was ist passiert? What do you mean? Ist jetzt noch schlechter geworden.
The doctor said the abyss has had an irreversible effect on Nechka's soul. She's lost all her memories from before she was injured. Hä? Aber hat sie nicht mit uns geredet? The doctor also said this sort of memory loss isn't like simply forgetting something. Rather, she can no longer remember anything from before that fateful day. Huh? But how does that happen? You know about the woven scrolls that the Masters of the Night Wind use to record things, right? Well, generally speaking, forgetting things is like when the woven scrolls would gradually start to fade. As long as you repaint and weave the threads again, the faded memories will come back to life. But the case of Nechka's memory loss is as if her woven scroll had been cut in two, and the portion of the past was burnt to ashes. The books she loved to read, the flowers she took joy to grow, and the time she spent in this house were all cut off by the abyss, and can never be retrieved again. Also vergisst sie immer mehr oder hat sie alles auf einmal vergessen? As one example of that, Nechka now only sees me as a strange, unfamiliar auntie who claims to be her mother. Oha. She's a good kid, and doesn't want to upset this lady who's been taking care of her so much, so she still calls me Mom. But I've always had a feeling that she's constantly wondering about things like, where is her real mother? Why is she stuck here in this house? Was she abandoned? Nechka really has no idea that her real mother is right in front of her, and has never left. So you plan on recreating Nechka's woven scroll all by yourself? Deswegen ist sie hier. What do you mean? Das kostet sie ihr Leben wahrscheinlich. Or should I say, you've already started reweaving that scroll long ago? Eine Glutkristallinschrift? The delivery guys. I saw it hanging from his waist, so I asked to borrow it from him. Don't worry, I'll return the inscription to him once we've figured everything out. These things aren't cheap, after all. When did you know? Yeah, I noticed it back when blaze gem inscriptions suddenly became popular among the tribe. It was then that I also noticed that everyone wearing blaze gem inscriptions had varying degrees of memory loss. Klaut sie Gedächtnis oder wie ist es? Traveler, you've picked up on it too, haven't you? Die verlorene Erinnerung von allen standen in Zusammenhang mit Nechka? Accessories made using ancient names forging techniques. Huh. For what's only supposed to be a pretty souvenir, this inscription contains a phlogiston engraving with a truly overkill level of complexity. The shapes and patterns of these engravings are also identical to that of an ancient name. By making just a few slight adjustments to the layout and connections of the main pattern, you can pretty much qualify this blaze gem inscription as a bona fide ancient name. And yet, you've never told anyone about these engravings in the blaze gem inscriptions that can be activated at any time. Am I right, Auntie? I knew you're a sharp one, Xilonen. That's right. I have a way to cure Nechka and restore all her memories. It's actually quite simple. I want to forge an ancient name for Nechka that contains all of her past memories. Du hast vor, einen antiken Namen für Nechka zu schmieden? And the reason they must be approved by the Wyeb is because the memories they bear are all stored within the ley lines. Extracting those memories from the ley lines requires the Wyeb's assistance. But your plan wouldn't need you to do any of that, right, Auntie? Your blaze gem inscriptions will help you complete that part of your plan in the ley line's place. You will use the inscriptions to form a massive memory bank for Nechka. And the ancient names you're trying to forge will be used to extract corresponding memories from the memory bank. A memory bank? Wait, so the reason all those people were having trouble remembering stuff is because the blaze gem inscriptions took away any memories related to Nechka? Ah, auch wenn Nechka ihre eigene Vergangenheit vergessen hat, wurde ihr Leben dennoch von anderen wahrgenommen. Using other people's memories of Nechka to reconstruct her past? This is the first time I've heard of such an idea. You've seen through my plans, Xilonen. You're as outstanding as ever.
far more brilliant than me. I intend to use this method to collate all the memories related to Nechka and allow her to regain her past again. But wouldn't extracting memories like that hurt the person carrying the Blaze Gem inscription? Wird dann nicht auch ihre komplette Erinnerung dann fehlen? Weil die wird ja theoretisch all ihre Erinnerungen auch ihrem Kind geben. Aber wäre dann die Rolle nicht getauscht und sie hätte keine Ahnung mehr, wer das Mädchen ist? Not at all. Every time a Blaze Gem inscription extracts memories, the process is under my precise control. That way, there's no chance of anyone in the tribe getting hurt. This is the central inscription that controls all the other Blaze Gem inscriptions, which will also soon serve as Nechka's ancient name. You made all of this yourself, Tlasoli? Yes, it was lots and lots of work. It was truly exhausting. Or perhaps I've just grown old. Nee, ich glaube, es kostet einfach nur Lebenskraft. You saw it yourself. I nearly fainted just from being in the sun. I could collapse tomorrow, or even in the next few moments, but Nechka's ancient name is still far from completion. I've solved the issue of storing memories, but I still don't know how to connect Nechka up to this central inscription. I thought you'd just modify your own ancient name. I considered it, but this matter doesn't have anything to do with my ancient name. It's of no help to me, and I don't need its help now. You know the price to pay for making something like this. Das ist, ja, Lebenskraft, oder? Yes, I do. But as long as I can get my Nechka back, I'm willing to do whatever it takes. Otherwise, Nechka won't have any chance of reclaiming her past once I'm dead and gone. She won't remember me, and she won't even remember why her name is Nechka. When that time comes, she'll be left to drift around the world all alone, unknowing of where she came from or where she should go. She is my daughter, the one to whom I gave the Nechka name. Whether it be as her mother or as a name engraver, I can't simply stand by and let her name disappear. Xilonen? Psst, lass ihn einen Moment zum Nachdenken. I'll take the central inscription with me. I'm going to completely disassemble it to confirm its components and uses, and I won't make any promises until I've checked everything. Say goodnight to Nechka for me, Auntie. Oh, wait. I've also finished inscriptions for the Traveler in Paimon. Let me fetch them for you. I'm sorry it took me so long to finish them. Hold on, Auntie. The Traveler and Paimon have never met Nechka before, so you can't draw any memories from them. That wasn't my intention. They're just ordinary gifts. Please, take them. Huh? What was that noise? Nechka must have woken up and wants to get out of bed on her own. Sorry, I'll go check on her first. Nechka, don't try to get out of bed. Just tell Mom if you need anything. You go ahead and take care of Nechka, Auntie. Let's go, Traveler and Paimon. There are a few things I want to tell you. Ich sag doch, irgendwas muss doch einen Haken haben. Das wird doch viel zu leicht für eine Mission. Let's head back to the tribe first. There are some things I need to get from my workshop. Disassembling the central inscription? It's not going to be easy. Oder macht man zwei Teile daraus? Weil ich muss noch die Ding machen. Wie heißt das Ding? Die Event-Quest. Ja, machen wir einen Zweiteiler draus. Sonst vergesse ich es noch wirklich und dann machen wir alles andere, nur nicht das, was wir machen sollen. Aber wo ist der? In den Bäumen?
Der muss doch hier irgendwo sein. Der kleine blaue Quietsche-Ding. Yeah, skyward. Ist so komisch. Skyward. Skyward. Yeah, skyward. Scatter. Alter, ich sehe hier auch keinen Blub, der hier rumspringt. Fröhlich ist da irgendwas. Yeah. Ah, das kann doch nicht sein. Fire hazard! Komm her. Loaded. Hey. Du machst mir Aua. Yeah, skyward. Scatter. Der zeigt dahin, aber... Diese komischen Steine hier. Into the shadows. So komisch. Nee, ich habe keine Ahnung, wo unser Blub hier sein soll. Skyward. Das ist bestimmt irgendwo mega offensichtlich. Und ich check's noch nicht. Skyward. Yeah. Und jetzt... Yeah. Scatter. Nee, keine Ahnung. Ich habe auch gar keine Anhaltspunkte. Skyward. Scatter. Hm. Yeah. Skyward. Scatter. Diese kleinen nervigen Blubs, nirgends sind die. Naja. Ein andermal. Das ist, glaube ich, schon der zweite, wo ich nicht gefunden habe.
Damals habe ich auch vor lange nach irgendeinem gesucht und nicht gefunden. Aber die sind halt nicht da, wie bei Selis, wo du so gut siehst. Hier siehst du gar nichts. Das ist mega komisch. Thank you for Die sind bestimmt irgendwo versteckt oder musst irgendwas Astra. machen, damit die auftauchen. So. Dann haben wir das erledigt. Sehr schön. Und jetzt machen wir noch auf jeden Fall den Event. Sonst werde ich das nie machen, wenn es weitergeht. Muss nur... Ich glaube, es ist einfach ein Spiel. Ich könnte da einfach reinjoinen. Genau, ich kann jetzt bis 700 gehen. Oh, jetzt kann ich alles einsammeln. Dann ballern wir es heute durch. Wie ging es nochmal einfach rein da? Ja, genau. Komm, lass mich ein paar Monster killen. Oh, Wasser, Elektro passt ganz gut. Feuergegner und ein Gram. Besiege alle Gegner, um das Level abzuschließen. In my role as champion. Rein da. Nehmen wir Crit Schaden. Besiege alle 16 Gegner, höchstens 40 Mal getroffen werden. Sehr schön. Wo sind sie? Meine Gegner. Seh nix. Seh nix. We have order. Wunderschön. Und alles erreicht. Noch besser. Gleich zum nächsten. Where do you want to go next? If you'd like to see Liyue's tourist spots, I have a few references. Duel is a battle of wills, and the sword an extension of the duelist's spirit. If your heart recoils in fear, then your sword may as well be in its scabbard, because you will not wield it effectively against your foe. Ey. Wir werden hier getroffen ohne Ende, wenn es so weitergeht. Oh, oder? Ja. Ich habe kurz gedacht, wir werden noch mal ein paar Mal getroffen. Ich will immer die volle Punktzahl. Ready. Komm her, Nervensägen. Attacke. Time to testify. Voll daneben. Loaded.
Kommt der mal in den Süßen? Mach ich gut. Alter, hier, ich sehe nur Explosion, Explosion, Explosion. Kann ich doch nichts machen hier. Einfach nur Zerstörung gesehen. Ja, bei KT. So, das müsste die letzte Runde sein. Into the shadows. Siege starker Gegner 1. Gib ihm! Shoot on sight. Aber wir haben nur 30 Sekunden Zeit. Nur 30 Sekunden wird habt. 60 Sekunden. Gib ihm! Ah ne. Easy. Ah ja. Easy, easy. $144. Hab irgendwie mehr gehofft. Mein Gott. Punkte sind Punkte. Nehmen alles. Gleich 3. Sehr schön. Gleich 150 bekommen. Sehr, sehr geil. Ja, fast 11.000. Sehr schön. Da fehlt noch 1, 2, 3, 4, 5 Mal. Ah, am Schluss gibt es nur noch 30. Schade. Der Rest ist einfach billig. Gibt doch wenigstens Urgesteine. Bis zum Schluss. Gleich rein da. Sagen wir, kriegen nochmal 144, sind wir bei 400 knapp drüber. Und dann, ich glaube, noch 2 Kämpfe, wenn es gut läuft. Dann haben wir wenigstens die ganzen Urgestein-Dinger schon mal. Every journey has its final day. Don't rush. Okay. Jean-Gli sagt, don't rush. I see the value in my own work, but I also see the meaning in all the endeavors of the people of Fontaine. Fontaine? Bleiben wir bei Crit-Schaden. Into the shadows. Nicht mehr als 12 Sekunden pro Kill. Das kriegen wir eigentlich auch hin. Komm her. Ging ja schnell. Wir haben verloren. Ach komm. Was trefft ihr nicht oder was? Was soll denn das? Ah, 10 Punkte, die geschafft. Eine Schande.
Aber die Kugeln hätte ich mehr nehmen sollen, die haben, wie es aussah, gleich die zerstört, ey. Das war blöd. Aber voll nicht dran gedacht. Shine down. A moment, please. Nein. Oh Mann. Tu dich doch in die Richtung der Gegner. Machen die, Alter. Wie schlagen die immer weg von denen? Ich will doch die Punkte, Jungs. Gut so. I didn't Mach Boom. foresee. Geht doch. Noch einer. Komm. Gut so. Ach, schlag die Kugel doch nie weg. Nice. Into the shadows. No escape. Wenigstens etwas. Time's eternal. Hunt them down. Hunt him down. Ready. Katastrophe mit denen. Will man einfach nur so viele Punkte haben wie möglich, dann kommt sie so vor, als wollen sind die gegen mich. Wait. Was ist hier die Sidequest oder die Nebenaufgabe? Okay. Einfach nicht treffen lassen. Krieg mal hin. Das müssten wir hinbekommen. Time to testify. Ready. Torn to oblivion. Gib ihm! Kommt die nach dem Segen. Shoot on sight. There is no escape. Loaded. 3 Gegner. Oh nee. Noch 2. Time to testify. Gib ihm! There is no escape. Perfekt. Komm. Akzeptiert einfach. Letzter Kampf hier. Into the shadows. Illusion shattered. Also, oh nee. Ich glaube, mit denen schaffe ich es nicht, Torn to oblivion. den besonderen Gegner zu besiegen. Nee, ich glaube nicht. Hunt them down. Glaub nicht. Zocken viel zu wenig ab schon jetzt. Komm her. Mabur. Ich sehe nichts, also ich sehe nur Schaden, Lichtblitze, Vernichtung. Gib ihm. 10 Sekunden, nee, wir haben gerade mal Hälfte. Die Minute wird schon hart hier. Ja, 60 haben wir schon mal nicht geschafft, ey. I didn't foresee this. Aber ich schon. Das war Vernichtung. Hey.
Time to testify. Gleich wird's hart. Great Geht doch. oversight. Nur 115, schade. Schade, schade, schade. Aber nochmal 2 bekommen, sehr schön. Das ist Nummer 80. Ich bin bei 377. Wenn es gut läuft, könnte ich alle drei auf einmal schaffen. Aber nur wenn es wirklich gut läuft. Nur wenn es wirklich, wirklich gut läuft. Komm schon, lass das letzte Mal werden für meine Urgestein. Die anderen kann ich dann so nebenbei machen, wenn ich Bock habe. Das sind eh nur Bücher. Oder sollten nur Bücher sein. Oh, eine Pilzbestie. Okay. Du, 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 du. Nur 15 Mal vom Geschoss getroffen werden. Ups. Voll reingelaufen. Was man nicht alles für Kohle tut. So. Die ersten 30 haben wir schon mal sicher. Ich bin begeistert. Kritisch. Nee, egal jetzt. Jetzt läuft die Zeit schon. Ich wollte kritischen Schaden nehmen. My opinions do not matter. Druckwelle geht auf. But when I draw this ring, I am an instrument of untamed love. Emerge right now. Right here. Stop that! Komm her. Noch 4 Gegner. Die müssen wir auch hinbekommen. Locker. Geht doch. Mit Bonus alles da. Perfekt. Bleiben wir bei Druckwelle. Komm schon, macht euch bereit. Mulani. Die Mulani. Macht mich fertig. Geht doch. Ready. Keiner darf K.O. gehen. Müsste eigentlich auch ganz gut klappen. Weil so stark seien die nicht aus, die Gegner. Right now. Gib ihm! Into the shadows. I'm always one. Hau rein! Perfekt.
hauen die Bomben immer weg? Die ziehen doch voll... gefährlich, gefährlich. Die ziehen doch voll viel ab. Check das nicht. Geht doch. Nice. Bleiben wir bei Druckwellen. Gefällt mir. Kommt noch, auch nochmal 30 Punkte. Komm. Most of them I defeated. The rest surrendered. Wieder kein ohnmächtig. Perfekt. Müsste klappen. Time to testify. Gib ihm. Ah ne, hier ist eine starke Liga. Wo könnte es schief laufen? Alles möglich. Gib ihm. Alter, ich hab nur wie alles explodiert und alles vernichtet hier wird. Das mit den Vögelchen hier. Der hat Angst vor uns. Ja, gleich so down. Komm. Geht doch. Jetzt komm. Ich müsste 123 Punkte bekommen. Dann habe ich jetzt alle Urgestein. Komm. Komm schon. Yes. Yes. Parties are a Perfekt. Wunderschön. Und den Rest mache ich, wenn ich mal morgen oder wenn ich Bock habe. Geht es eigentlich nur noch um die Bücher. Kann man dann immer so ein bisschen nebenbei machen. Habe ich noch ein paar Tage. Falls ich wieder hier 1, 2 Tage nicht zocken kann, nicht, dass ich dann die Urgestein verpasse. Vielen Dank. Sehr geil. Das muss ich auch noch machen. Wenn ich vergessen. Verstärke 5 Sterne Artefakte insgesamt um 30 Stufen. Muss ich ein paar gute nehmen, ey. Wem seine? Habe ich noch nicht aufgelevelt. 20, alles 20. Kasua? Achso, warum bin ich rausgegangen? Hätte ich doch auch von hier doch bestimmt aufleveln können. Oder doch nicht? Doch, verstärken. Perfekt. Ja, ich habe halt nichts. Ja, kann man lassen. Habe ich jetzt aber die anderen 2 umsonst gemacht. Irgendwann eine neue Katastrophe mache ich.
Egal. Charaktere mit Schaden, komm. Hey. Verteidigung. Die wollen mich fertig machen. Also das ist schon einiges, was du aufleveln sollst. Ja, das war nicht das. Das war nicht das. Errungenschaft. Was habe ich denn bekommen? Ich schaffe das selbst. Besiege eine alte Geodrachen-Echse, ohne das Zurückschlagen vom Feldspeier auszulösen. Nice. Genau das wollte ich. Nee. 8, also nochmal 4 Level geschafft. Brauche ich noch 12. Aber da hat man ja einen guten Monat dafür Zeit dazu. Geht eigentlich schon. Kann man langsam machen. Bloß ich weiß halt nicht, was die anderen 2 Aufgaben sind. Wenn jetzt nochmal 30 Level und nochmal 30 Level sind, das ist dann schon hart. Das ist dann schon auf jeden Fall hart. Du, 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 du. This realm. Perfekt. Sehr schön. Hier muss ich auch langsam machen. Die ganzen Dinger bauen. Alles bauen, was nur einmal geht. Und was wir nur einmal haben. Fürs If you Erste. ever Sicher, sicher. Zack. Aber ich muss echt mal schauen, was wir da bauen können. Dass ich nochmal immer schön 20 Urgestein abholen kann. Und vor allem unser Ding weitermachen kann. Unsere, wer ist denn das? Urgestein, Sammel, Deko. Ich weiß was nicht, wie hießen die? Muss mal gucken. Sets, genau. Die Deko-Sets, so hießen die. Dass wir die langsam wieder machen. Und vor allem innen meine ich. Weil außen war schon ziemlich. Da brauche ich viele für draußen. Wo wir in der Wildnis finden, diese Truhen. Die ganzen Dinge brauchen voll viele. Das ist das ein bisschen das Blöde. Naja. Kriegen wir auch alles langsam hin. Aber nichts überstürze. Dann machen wir morgen die Stammeschronik zu Ende. Ja, genau. Machen wir das dann so. Der Rest ist eigentlich ganz okay. Kriegen wir alles wahrscheinlich langsam hin. Ich kann Gerichte noch schnell herstellen. Und schmieden. Aber das schmiedet nicht auch hier irgendwo? Oder war der irgendwo unten? Da war auch Futter. Ne, da war nicht hier. Ah, auf der anderen Seite. Vielleicht kann ich hier noch was abholen. Ne. Fehlen noch ein paar Kischle. Lauter Bogen, ey. Lauter Bögen. Oh, 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 oh. Neue Waffe. Sehr schön.
Können wir irgendwas herstellen? So eine Waffe habe ich jetzt gelernt. Epizalflöte, Bebenmacher, Spuren des Regens. Ich glaube, das ist der Yangsche Ring. Was der hier? Ich glaube ja. Aber ich habe kein Material dafür, ne? No. Sieht nicht so. Ah, die Dinge fehlen. Die Waffen selbst. Ah, das gibt auch ein neues. Jetzt haben die auch Grenzland erfunden. Okay, cool. Sonst war es immer vor lange der hier. Und des Nordens. Des Kernlandes. Und jetzt haben wir des Grenzlandes. Nice. Muss man immer mehr farmen dann. Katastrophe. Aber kriegt man alles hin. Kriegt man alles doch hin. Dann schmiedet man die noch schnell. Und kochen 20 Gerichte auch noch schnell. Dann haben wir das auch schon mal erledigt. Was man nicht alles tut für Urgestein und Schicksale. Alles, alles, alles. So, und jetzt kann ich... Aber war hier eine Küche oder irgendwo eine Herdplatte? Yes. Besonderes Gericht, sehr schön. Aber mir fehlt wahrscheinlich gleich irgendwas. Ich habe von irgendwas nur 10 Stück gehabt. Ja. Da, sieht gut aus. Ah, hier wird mir Zucker dann fehlen. Ah, perfekt, hat's genau gereicht. Und da fehlt beides. Fehlt auch. Das ist Reis, glaube ich. Ne, Mehl. Ja, das bringt auch nicht wirklich was. Aber egal. Ja, das können wir machen. Sehr schön. Duftende Fleischbällchen. Das ist ein mysteriöses Fleisch. Hört sich gesund an. Ich glaube, wenn wir die alle 15 gemacht haben, haben wir 20 Gerichte gekocht. Das geht, glaube ich, sogar genau auf mit dem mysteriösen Fleisch, was ich da habe. Aber ganz genau, wenn ich keinen Fehler mache. Weil war gerade sehr knapp. Puff, puff, puff. Ah, das hier fehlt jetzt was anderes. Die gute Haarerwürze.
Alechinos Lieblingsessen. Ich bin begeistert. Toast mit einem X. Aus Ketchup oder Blut. So, machen wir 5. Müsste reichen. Yes. Perfekt. Jetzt haben wir auch 20 Gerichte. So, passt doch. Wunderschön. Das haben wir dann auch erledigt. Eigentlich wollte ich noch ein bisschen Harz verballern, aber ist auch wieder mega spät. Meine Augen fallen zu. Muss ich dann morgen machen. So, gibt es noch irgendwas Schnelles, was man kurz machen kann? Na, ich glaube, da habe ich auch schon kurz geschaut. Nur noch Geld ausballern, aber das können wir ja so. Da muss ich nicht extra was ausgeben. Aber vielleicht ein Schwert und eine andere Waffe kurz aufleveln. Das ballert auch immer gut Geld rein. Habe ich die Stammklinge schon? Oder warum habe ich die nicht aufgelevelt? Weil ich normal immer direkt auf 20 mache. Hm. Nee, habe ich noch nicht. Okay, cool. Keine Ahnung, warum ich das nicht aufgelevelt habe. Mach mal doch jetzt. Das war's, ich hatte keine Waffen mehr. Traurig. Das habe ich auch nicht. Drachenschreck. Und Permafrostfrucht. Was ist denn los? Achso, ich hatte die alle kurz davor. Ah, weil ich schmieden konnte. Stimmt. Da, den habe ich noch einmal. Und da gibt es noch ein Level. Favonio Schwert. Und das ist auch Favonio Schwert. Ja, muss ich aufpassen. Die können trotzdem in der gleichen Reihe sein. Deswegen Permafrostfrucht. Ja, habe ich auf jeden Fall nur einmal. Und ein Speer was. Drachenschreck. Drachengrad-Speer. Ah, einen Drachenschreck habe ich. Okay, auch doppelt. Okay, okay, okay. Dann level ich die schöne Kugel noch auf. Und die anderen beiden bleiben, weil die habe ich schon. Doppelt, die beiden. Gut, sehr schön. Das hat aber nicht viel gebracht. Naja, muss ich wahrscheinlich die höher levelnden aufsteigen lassen. Naja, kann man die Woche noch langsam machen. Dann sage ich mal danke fürs Zuschauen. Hier war Robi von eines Production und das war Genshin Impact Part 238. Und wie immer, wenn ihr Bock habt, subscribe, kommentiert und liked. Und bis zum nächsten Mal. Bye bye und ciao.